Hallo, es geht wieder weiter mit dem Thema Datenbank. Nicht alle Einträge in Datenbanktabellen sind verpflichtend. Es gibt auch optionale Felder, also Felder, die leer bleiben. Und darum geht es heute, um fehlende Werte in Tabellen und wie man mit diesen in SQL-Abfragen umgeht. Apropos fehlen. Mir fehlt noch dringend eine Tasse Kaffee, bevor ich zur Polizeistation gehe. Manchmal fehlen in Tabellen Werte, weil Attribute nicht zwingend erforderlich sind. In diesem Fall bleibt der Platz aber nicht wirklich leer, sondern wird in SQL mit einem Platzhalter belegt, dem sogenannten Null-Wert. Ob ein Feld einen Null-Wert annehmen kann oder ob dies nicht erlaubt ist, wird bei der Definition der Tabelle festgelegt. Betrachten wir die Definition der Tabelle Beute, in der gestohlene Gegenstände gespeichert werden. Die Attribute Wert und Beschreibung sind optional und können bei der Speicherung eines Beutestücks leer bleiben. Mit Select from Beute können wir die Einträge in der Tabelle abfragen. Hier sehen wir, dass die leergelassenen Felder mit dem Null-Wert als Platzhalter besetzt werden. Null heißt nicht, dass diese Zelle den Wert der Zahl 0 oder eine leere Zeichenkette hat. Null bedeutet, dass es in der Zelle keinen Eintrag gibt, dass wir darüber also nichts wissen. Jeder Datentyp in SQL beinhaltet einen speziellen Null-Wert. Wir wissen nicht, warum der Wert fehlt. Mit dem Null-Wert wird nur die Stelle markiert, für die es keinen Wert gibt. Stoßen wir bei unseren Abfragen auf einen Null-Wert, müssen wir beachten, dass dieser in SQL nicht zu einem Fehler oder einem Abbruch bei der Abfrage führt, sondern als Ergebnis grundsätzlich Null liefert. Das werden wir bei späteren SQL-Themen noch genauer kennenlernen. Hier ein kurzer Vorgeschmack darauf. Berechnen wir zum Beispiel in der Tabelle Beute 10% des Werts als Finderlohn, so sehen wir, dass diese Berechnung in den Zeilen, in denen kein Wert vorhanden ist, auch Null ist. Null-Werte können übrigens nicht mit Vergleichsoperatoren verglichen werden, da sie weder wahr noch falsch, sondern immer unbekannt sind. Da jedoch die Where-Klausel unbekannt wie falsch behandelt, werden Null-Werte in der Ergebnistabelle nicht angezeigt. Zum Beispiel mit Select from Beute where Wert größer 100 erhalten wir alle Einträge mit einem Wert, der höher als 100 ist. Der Tresor von vorhin scheint hier nicht auf, weil er keinen Wert eingetragen hat, auch wenn er ganz bestimmt mehr als 100 € wert ist. Oft ist es aber notwendig, dass wir gerade die Zeilen benötigen, in denen nichts eingetragen wurde, also jene, in denen der Nullwert steht. Nachdem wir diese nicht mit dem Ist-Gleichzeichen vergleichen können, benötigen wir eine andere Möglichkeit, um auf Nullwerte überprüfen zu können. Dafür gibt es in SQL den Vergleichsoperator isNull bzw. isNotNull. isNull liefert wahr, wenn der Wert Null ist. Die Zeile wird in der Ergebnistabelle angezeigt. isNotNull ist wahr, wenn ein Wert eingetragen wurde, die Zelle also nicht leer ist. Zurück zu unserem Beispiel. Da die Werte von einigen Beutestücken nicht bekannt sind, aber trotzdem einen höheren Wert als 100 haben könnten, wollen wir auch diese anzeigen lassen. Wir fügen unserer Abfrage mit OR Wert ist Null eine weitere Bedingung hinzu und erhalten das gewünschte Ergebnis. Das war's auch schon. Diesmal haben wir uns einfache Operationen und Vergleiche mit dem Nullwert angesehen. Wir wissen, was wir bei Abfragen beachten müssen, wenn wir auf Nullwerte stoßen. Ich muss leider auch schon weiter. Bis zum nächsten Mal!